Lieber Löwe, herzlich willkommen zu deinem Januar 2024 Taroskop. Erst einmal Happy New Year. Ich hoffe, du konntest 2023 im guten Sinne abschließen. Schauen wir uns hier an, wie sich der Januar gestalten möchte, was er für dich bereithält, was wichtig und ausschlaggebend ist. Oder aber auch, was am besten ganz außer Acht zu lassen ist. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Zu viele Karten flogen raus. Den Link zur Extended-Version findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Löwe im Januar. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig? Der Januar beginnt für dich mit einem Ausblick auf neue Horizonte. Ein Neuanfang bahnt sich an. Dieser Neuanfang ist verbunden mit Energetisierung, mit sehr viel Kraft in dir. Du bist zuversichtlich. Zuversichtlicher. Etwas hat sich gelöst noch Ende 23 beziehungsweise ist dabei, sich zu lösen. Das ermutigt dich, lieber Löwe. Die neuen Horizonte haben mit Kreativität zu tun. Es ist, als würdest du entweder ein neues Hobby finden, ein neues Interessengebiet, beziehungsweise dir vornehmen, dass du dein Hobby anders, besser, intensiver, öfter auslebst. Eine Verbindung, sehr, sehr wichtig, gut möglich, dass es eine Blutsverbindung ist, sprich Familie oder eine Ehe. Auch ist etwas, was für dich in der Dauerschleife war. Das kann emotionell sein, praktisch. Es ist, als würdest du den Adlerblick bekommen und Know-how, Insights dafür bekommen. Denk immer dran, du entscheidest, die Spirale, geht sie abwärts oder aufwärts. Hier haben wir es schon, wunderbar. Wunderbar, die Apokalypse. Nein, in diesem Fall nicht der Weltuntergang, sondern eher shaky, shaky. Das Universum eröffnet dir die neuen Horizonte, die Insights, die alles verändern. Und du wirst bei dir feststellen, dass du switchen kannst. Das bedeutet, entweder zwischen den Welten wandeln oder aber auch, lieber Löwe, dass du deine Emotions in den Griff bekommst. Und zwar, indem du einen Knopf drückst. Wir schauen uns die Hauptenergie an, die dich begleitet im Januar. Auch ist es wichtig für dich zu wissen, dass ein Mensch sein wahres Gesicht zeigt. Dort, wo du immer vermutet hast, dass irgendetwas nicht stimmt, da bekommst du den Beweis. Jawohl. Ausschlaggebend für dich ist der 14. Januar. Dort darf sich einiges verändern, Insights, und dort wirst du einen Entschluss fassen. Der Januar generell für dich ist eigentlich recht ausgeglichen. Du bist ausgeglichen. Es ist nicht mehr dieses vehemente, erschwerte Versuchen, das innere Gleichgewicht zu bekommen, sondern es ist eigentlich wirklich alles ganz smoothie. Für diejenigen, die gesundheitliche Probleme haben, auch dies darf sich beruhigen. Ihr bekommt
Heilung bzw. die richtige Medizin oder die richtige Therapie für euch. Aber wie gesagt, das gilt nur für diejenigen, die sich mit Krankheit beschäftigen. Auch für dich ausschlaggebend ein Schütze, ein anderes Feuerzeichen und gut möglich, passt auf eure Tassen und Gläser auf dass sie nicht zu Bruch gehen. Schauen wir uns hier an mit dem Tarot die Details. Ja, du bist im Flow. Jemand, gut möglich, dieses Feuerzeichen gibt dir sehr, sehr viel Anerkennung beziehungsweise einen ganz wichtigen Input für dich, auf dass du bestärkt deinen Weg weitergehst. Was für dich wichtig ist, lieber Löwe, du hast einen Insight, der ist nicht wenig wert, sondern im Gegenteil, dass du nicht pushen musst, sondern dass du einfach sein darfst. Du erlaubst es dir jetzt und du weißt, wo deine Reise hingeht. Für einige kommt um den 6. Januar ein Geschenk in Form von Schmuck, beziehungsweise es wird vielleicht um eure Hand angehalten. Auch um den 6. bis 9. Januar bekommen einige von euch eine sehr, sehr positive Nachricht. Dies kann eine Zusage sein, dies kann ein Projekt sein, das plötzlich nach langer Zeit ins Laufen kommt. Ihr bekommt sehr, sehr gute News. Das ist ganz wunderbar. Auch lasst ihr euch nicht länger beherrschen. Entweder von einem Widder oder einem Steinbock, beziehungsweise von eurem eigenen Ich muss. Wie gesagt, es ist alles im Flow. Ihr beendet einen Zyklus. Der Zyklus des, Sie sagen den Nonsenszyklus. Sorry that for. Mit dem Nonsenszyklus ist gemeint, ich weiß nicht, wohin mit mir, ich mache einfach mal. Ihr gebt all dem einen Sinn. Sie sagen, dass was euch vor 6 Jahren ungefähr, vor 4 bis 6 Jahren genommen wurde, also ihr empfindet es so, als wäre es euch genommen worden. Dies hat einen Schmerz ausgelöst oder gar bei manchen einen Schock, einen kleinen. Dieser präsentiert sich in anderer Form, also nicht, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, nicht, dass ihr das noch einmal durchleben oder erleben müsst, sondern es wird euch die positive Seite, die positive Auswirkung davon gezeigt, warum es so stattgefunden hat. Ihr erkennt, der Neuanfang ist da und es gibt kein Zurück mehr, lieber Löwe. Ihr lasst euch nicht mehr länger aufhalten. Bei einigen von euch, der Medizinmann, die Medizinfrau in euch wird erweckt. Es wird sehr, sehr spannend. Gut möglich, dass einige von euch dieses Jahr eine Weiterbildung machen, beziehungsweise ihr Hobby zum
Beruf machen. Wir machen weiter im Extended, lieber Löwe, gehen weiter ins Detail. Ich lege dort noch das gesamte Tarot-Deck aus und wir schauen uns noch die Botschaften vom Universum an. Die von der geistigen Welt sind ja sowieso dabei. Also, bis gleich. Ich freue mich auf dich. Ciao.